Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen in der Gigafactory in Berlin-Brandenburg an diesem besonderen Tag in unserer jungen Geschichte. Heute übergeben wir die ersten 30 Fahrzeuge an unsere Kunden. Mein Name ist André, ich bin hier am Standort für die Fahrzeugfertigung verantwortlich und natürlich wissen auch wir, dass es zurzeit wichtigere Dinge gibt als die Öffnung einer Automobilfabrik. Was 1000 Kilometer östlich von hier passiert, wirft wirklich große Schatten. Dennoch ist es wichtig, dass wir auch diesen Schritt gemeinsam feiern, diese Öffnung dieses Werkes. Warum ist es wichtig? Die am Standort hier gebauten Autos werden uns allen helfen, den Wandel zur nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Ich möchte den Moment ganz kurz nutzen, um jede Menge Leuten Danke zu sagen. Danke vor allen Dingen dem großartigen Team der Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Des Weiteren möchte ich unseren Kunden danken, denn ohne unsere Kunden wäre Tesla nicht Tesla. Aber nun auch zu unseren ganz besonderen Gästen. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler Olaf Scholz, Herr Bundesminister Olaf, Herr Ministerpräsident Dietmar und die zuständigen brandenburgischen Minister Axel Vogel und Jörg Steinbach. Willkommen. Ich habe auch eben schon einige Vertreter der Genehmigungsbehörde gesehen und ich weiß, wir haben Ihnen in den letzten Wochen und Monaten kein leichtes Leben gemacht, aber Ihnen genauso wie vielen anderen möchte ich noch einmal ganz großes Danke sagen und nun ohne Umschweife an Sie, Herr Woidke, vielen Dank. Lieber Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz, lieber Elon Musk, liebes Tesla-Team, lieber André, lieber Jos, lieber Jörg Steinbach, lieber Axel Vogel, lieber Robert Habeck, herzlich willkommen Ihnen allen hier in Grünheide. Es wird viel darüber geredet, wie können wir in Zukunft so leben, dass unsere Kinder und unsere Enkel auch noch ein gutes Leben haben. Es wird viel darüber geredet, wie können wir Klimaneutralität mit Wirtschaftswachstum und mit Arbeitsplätzen verbinden. Und wie können wir es schaffen, mit erneuerbaren Energien neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig auch im Bereich des Klimaschutzes voranzukommen. Und lieber Elon Musk, ich bin Ihnen ganz persönlich sehr, sehr dankbar, dass wir hier heute in Brandenburg die Antwort auf diese Frage geben. Herzlichen Dank. Und als am 12. November 2019 der Standort verkündet worden ist in Berlin auf einer kleinen Show, der, ich glaube, Autobild, das goldene Lenkrad wurde an Elon Musk verliehen. Da haben sich viele gefragt, wo zum Teufel ist denn Grünheide? Mittlerweile, meine sehr verehrten Damen und Herren, weiß ganz Europa und ich glaube auch ein großer Teil der Welt, wo Grünheide ist. Und es wissen auch viele Menschen, und das sage ich auch ganz stolz als Ministerpräsident, dass Grünheide in Brandenburg ist. Und deswegen, für uns war diese Ankündigung eine Aufforderung, schnell zu handeln. Wir haben relativ schnell eine Taskforce eingesetzt und wir haben es geschafft, heute hier nach 861 Tagen zu stehen, gemeinsam zu stehen mit Tesla und die ersten Teslas Made in Brandenburg zu übergeben. Das war eine riesen Gemeinschaftsleistung.
Ich möchte mich hier bei allen, die in der Landesverwaltung dafür gearbeitet haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Axel Vogel ist hier, Jörg Steinbach ist hier. Sie und Ihre Teams haben eine unglaublich immense Arbeit vor sich gehabt und diese Arbeit gut geleistet. Ich möchte mich aber auch bedanken beim Bürgermeister und seinem Team hier bei der Gemeindeverwaltung in Grünheide. Arne Christiani, auch er war ein wichtiger Teil dieses Teams. Genauso der Landrat, genauso Rolf Lindemann, Landkreis Oder-Spree. Alle zusammen haben das geschafft. Und lieber Elon Musk, wir haben öfter miteinander telefoniert. Wir haben Tesla vor manche schwere Aufgabe gestellt und ich sage ganz unumwunden, Tesla hat auch uns vor manche schwere Aufgabe gestellt. Aber am Ende haben wir es gemeinsam gerockt. Tesla Grünheide fliegt, Tesla Grünheide startet heute und auch wenn wir hier stehen mit einem schweren Herzen, wenn wir daran denken, was etwas mehr als 1000 Kilometer entfernt von uns zur Stunde passiert, ist es doch für uns Brandenburger, für uns Deutsche und für uns Europäer ein großer Grund zur Freude und ich glaube auch ein Grund zum Feiern. Alles Gute, Tesla ist in Brandenburg angekommen. Brandenburg hat sich über Tesla gefreut und wir freuen uns auf eine lange gemeinsame Zeit mit Tesla. Alles Gute für euch. Dankeschön. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir hier heute zusammenstehen können zur Eröffnung der Produktion hier an dieser Stelle. Und das ist gleichzeitig ein Zeichen für viele, viele Dinge, die in Deutschland in Bewegung sind. Das erste Zeichen ist, der Osten Deutschlands ist industriell vorne mit dabei. Die erste Fabrik, die in Deutschland errichtet wurde und die nur Elektrofahrzeuge gebaut hat, ist im Osten Deutschlands gebaut worden. Jetzt entsteht an dieser Stelle im Osten Deutschlands in Brandenburg eine Fabrik mit einem international tätigen Unternehmen im Rücken, das Elektrofahrzeuge ausschließlich produziert. Ein gutes Zeichen dafür, dass die deutsche Einheit in dieser Weise richtig funktioniert. Die Bundesrepublik Deutschland ist zugleich ein starker Industriestandort. Das ist ja ein Land mit einer langen Tradition, was Industrie betrifft. Eine Industrie, über die viele über viele Jahre immer wieder gesagt haben, dass das ein Thema der Geschichte ist, dass alles den Dienstleistungen gehört. Aber die Wahrheit war das zu keiner Zeit. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir ein solches Industrieland geblieben sind und bleiben wollen. Aber auch, dass es viele große Unternehmen aus aller Welt gibt, die neu in diesen traditionsreichen und alten Industrieland investieren. Vor wenigen Tagen haben wir die Entscheidung gehört über die Ansiedlung einer Halbleiterfabrik, Semiconductors von Intel, milliardenschwere Investitionen. Wir hören über Entscheidungen über Batterieproduktion in Deutschland an vielen Stellen. Und eben auch diese Entscheidung, eine nagelneue Automobilfabrik in diesem Land zu errichten, eine richtige Entscheidung und ein Zeichen für den Fortschritt und die Zukunft der Industrie. Im Übrigen setzen wir auf Elektromobilität. Das ist, wenn man an das Land denkt, aus dem die Automobilität mit entstanden ist und das die ersten Fabriken errichtet hat, die Autos erzeugen, ein ganz wichtiges Zeichen. Nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Dass das jetzt überall passiert und auch an dieser Stelle ist ein gutes Zeichen. Aber es ist ein Zeichen, dass wir auf den Fortschritt setzen müssen. Auf den Fortschritt, der mit neuen Technologien einhergeht, weil das uns neue Arbeitsplätze schafft. Die Dinge, die wir heute schon können, werden uns keinen Wohlstand schaffen in 10, 20 oder 50 Jahren, sondern nur Dinge, die wir jetzt neu anfangen. Und genau das ist das, was hier geschieht. Die Elektromobilität wird die Mobilität der Zukunft prägen und das ist heute hier klar.
Deutschland kann schnell sein. Ich danke dem Leadership des brandenburgischen Ministerpräsidenten und seiner Minister, die dafür gesorgt haben, zusammen mit dem Landrat hier vor Ort, dass all diese Dinge schnell geschehen. Und das ist für uns nicht nur etwas, das wir zur Kenntnis nehmen, sondern das wir als Ansporn nehmen wollen für alles, was jetzt passiert. Ich sehe den Bundesminister für Wirtschaft und ich will ausdrücklich sagen, wir werden in diesem Jahr alle gesetzlichen Weichen stellen, damit die Energietransformation, der Ausbau der modernen Technologien so schnell vorankommen kann, wie es sein muss, wenn man in 20, 25 Jahren klimaneutral wirtschaften will. Und wir werden es jetzt tun. Und zuletzt will ich noch ein Wort sagen zur Globalisierung. Denn darüber wird ja auch viel diskutiert in diesen Tagen. Über Deglobalisierung, über Abkopplung von Wirtschaftsräumen. Aus meiner Sicht würde das die Welt und uns alle um großen Wohlstand bringen. Sondern richtig ist es so, wie es ja schon immer war, dass zum Beispiel Ford 1925 eine Autofabrik in Deutschland errichtet hat. Ein globales Unternehmen aus den USA. Dass deutsche Unternehmen in den USA investieren und in China und an vielen anderen Orten der Welt. Aber dass Tesla als amerikanisches Unternehmen jetzt auch in Deutschland investiert. Wir brauchen globalen Wettbewerb und keine Deglobalisierung. Das geht schief. In diesem Sinne allen Erfolg, denjenigen, die hier arbeiten, den Männern und Frauen, die hier jeden Tag reingehen und dafür sorgen, dass es die Autos gibt, die da wieder rauskommen. Das ist schwere Arbeit, damit muss man viel für können. Und es ist Arbeit, auf der unsere Gesellschaft aufbaut. Es sind nicht nur die Leute, die man überall im Fernsehen sieht. Es sind die Leute in diesen Fabriken, die unseren Wohlstand schaffen. Und das sollen sie in Zukunft wollen. Wir freuen uns und wir sind hinter euch. Alles Gute. Dankeschön aus Brandenburg, Grünheide und Deutschland. Not good at English. So I'm incredibly excited to hand over the first production cars from our incredible team here at Giga Berlin Brandenburg. This is a great day for the factory, and I'd just like to thank everyone who helped. Thank you very much. It really made a very big difference, and to the community. And Tesla will make sure that this is a gemstone for the area, for Germany, for Europe, and for the world. This is. Every vehicle that we make will be another step in the direction of a sustainable energy future. And we will also make battery storage. So this is going to be very important for storing renewable energy. So for solar and wind, because it's intermittent, it needs to be stored. But we are extremely confident that the world can transition to a sustainable energy future with the combination of solar, wind, plus battery storage and electric vehicles. If you have those three legs of the stool, then you can create a sustainable energy future for as long as the sun shines and the wind blows. So I want to be
sad about the future, or they think, well, will we solve sustainable energy? And maybe the climate issue it's too late or something like that. I really want to assure everyone that you can have hope in the future. You should have hope in the future. This problem will be solved, and this factory is a major step in that direction. So believe in the future. I think that's it. So, dann möchte ich mich an der Stelle nochmal bei unseren Besuchern bedanken. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei der Eröffnung dabei gewesen zu sein. And I think now it's time to deliver some cards.